Doktortitel haben und trotzdem ihr Leben völlig versauen. It's about being able to live life well, having the wisdom, having the understanding to live life well. Es geht darum, Einsicht zu gewinnen, wie ich mein Leben gut leben kann. You may know that a tomato is a fruit. Vielleicht wisst ihr, dass eine Tomate eine Frucht ist. See, that's knowledge. Das ist Wissen. But wisdom is you don't put it in a fruit salad. Aber Weisheit wäre, dass du sie trotzdem nicht in einen Fruchtsalat, Obstsalat reinschneidest. So just because you know it's a fruit doesn't mean you know that you're wise. Also nur weil du was über Tomaten weißt, das heißt noch nicht, dass du weise bist. And so wisdom is about living life well. Also Weisheit, da geht es darum, dass du dein Leben gut lebst. It's about being successful in a given sphere. Da geht es darum, wie du erfolgreich sein kannst in deinem Einflussbereich. And even as books like Proverbs were used to train people in Egypt for government service, there was a recognition that life is more than just knowledge, it's something else is needed. So wie die Sprüche in Ägypten benutzt worden sind, um Beamte auszubilden, da geht es darum, einfach die Erkenntnis, Weisheit ist mehr als Kopfwissen. It's being able to live in, and the Hebrew word shalom, in wholeness, indeed, with the way we were meant to live. Sondern da geht es um die Fähigkeit, sein Leben im Shalom, also im ganzheitlichen Frieden zu leben. So that is just a brief introduction about this whole genre of wisdom and how it works. Also das ist eine kurze Einführung gewesen über diese Art von Literatur, Weisheitsliteratur. And so this takes us to the book of Proverbs. Und jetzt gehen wir ins Buch der Sprüche. And I don't have a better way to introduce Proverbs than to actually quote the introduction that Eugene Peterson has in his translation. Ich habe keinen besseren Einstieg als das, was in der Message von Eugene Peterson, die ersten Verse schreibt. Hat jemand die neue, wie heißt die neue lebendige Aktivität? Eine deutsche Übersetzung? Ja? Hast du die da? Ja. Okay. Ja, kannst du das dann gerade mal dann auch lesen? Okay. Do we have this in German? Well, not the message verbatim, but something similar, like a new modern translation. Okay. Yeah, this is this is a very paraphrased version. Ja, also das ist sehr modern übersetzt. What I'll do is I'll put this on the screen. Those of us in English can read it, and you can read it in German, and that'll speed us up a little bit. Okay. Is that the similar introduction? I hope so. Okay. Should I just go ahead? Yes. Is it verse? No, it's not. It's the introduction. It's the way he introduces the book. Yeah. What verse does the introduction? Oh. It's not. It's not. Oh, it's not in there. Well, then it No. doesn't work. Okay, then I'll just translate it from here. Viele Leute denken, dass das, was in der Bibel geschrieben ist, hat hauptsächlich damit zu tun, wie man Leute in den Himmel kriegt, wie man mit Gott in Ordnung kommt und wie man ihre ewige Seele retten kann. Darum geht es auch natürlich, aber nicht hauptsächlich, sondern die Bibel beschäftigt sich genauso damit, wie wir auf dieser Erde leben können, gut leben können und in einer robusten mentalen Gesundheit leben können. In unserer Schrift, Himmel ist nicht das Hauptaugenmerk, und die Erde ist nur so ein Nachgedanke, sondern es heißt im Gebet von Jesus, wie im Himmel, so auf Erden. Oh. There's four of these. That's why I'm doing it like this. Thanks. Yeah. Okay, Weisheit ist der biblische Ausdruck für dieses auf der Erde sowie im Himmel im Alltag leben. Weisheit ist die Kunst zu leben
realen Bedingungen, in denen wir uns einfach wiederfinden. Es hat fast nichts mit Informationen zu tun, wie nur Wissensanhäufung. Ein Universitätsabschluss ist kein Beweis dafür, dass du weise bist. Oder ein Universitätsabschluss, dem geht es auch nicht hauptsächlich darum, wie wir aus moralischen Fettnäpfchen uns die vermeiden können, obwohl es auch einen großen moralischen Effekt auch von Einwirkung auf uns hat. Weisheit, da geht es zum Beispiel darum, wie wir gut darin werden, unsere Eltern zu ehren und unsere Kinder zu erziehen, wie wir mit unserem Geld umgehen, wie wir unsere Sexualität leben, zur Arbeit zu gehen, wie wir Leiterschaft ausüben können, wie wir Worte gut gebrauchen können, wie wir mit Freunden gut umgehen können, gesund zu essen und zu trinken, wie wir unsere Gefühle kultivieren können und unsere Einstellung anderen gegenüber, sodass wir friedlich leben können. Und mitten reingewoben in all diese Sache ist die Forderung, dass in allem, wie wir denken und auch auf Gott reagieren, dass das ganz praktisch ist, dass das unser praktisches Leben ausfüllen soll. Also in allem, was das praktische Alltagsleben angeht, nichts, aber auch gar nichts steht höher als Gott. Sprüche konzentriert sich auf diese Anliegen mehr als je irgendein anderes Buch in der Bibel. Hier geht es um das Hier und Jetzt, das ist überall in den Geschichten drin und auch im Gesetz und in den Gebeten und in den Predigten, die über tausende von Seiten in der Bibel sind. Aber das Buch der Sprüche destilliert das in ganz praktische Bilder und Aphorismen, die uns zusammenhalten oder anschließen an heiligen Gehorsam dem Normalen gegenüber. Okay. Thank you. Was ist ein besseres Wort? Aphorismus? Aphorism. Yeah. Aphorism is the name given to those two-line proverbs that you see repeated in most of Proverbs. That's what it's called. Also ein Aphorismus, das sind so diese klassischen zweizeiligen Sprichwörter. The reason I did this, I think he has a marvellous way of communicating just the heart and the life of this book of Proverbs. Also ich denke, dass Eugene Peterson da einfach einen super Einstieg hat und eine super Erklärung über die Sprüche. And how these proverbs, these aphorisms, I love this last phrase, keep us connected in holy obedience to ordinary things. Also dass diese Sprichwörter uns einfach wirklich anbinden in heiligem Gehorsam auch an unsere ganz normale Alltagsexistenz. And you know, most of life is ordinary, isn't it? Und ist es nicht so, das meiste von unserem Leben ist ziemlich alltäglich. That's most of life. Das meiste, wir verbringen den Großteil unseres Lebens im Alltäglichen. In Proverbs is a book about everyday life. Und in Sprüchen geht es ums Alltagsleben. Now, the structure is very straightforward in Proverbs. Die Struktur des Buches ist sehr einfach. The first 9 chapters are 9 wisdom poems. Die ersten 9 Kapitel, das sind Gedichte der Weisheit. And the chapter breaks are good breaks. Und die Kapitelanteilungen sind sinnvoll. And they prepare us for what comes next. Und das ist wie eine Vorbereitung auf das, was danach kommt. And then you get the rest of up to 22, which are Solomon's wisdom sayings. Die nächsten 12 Kapitel sind dann die Weisheitssprüche Salomos. And there's no particular structure, they are just scattered out there. Da gibt es keinen besonderen Sinn und Reihenfolge oder Struktur, die sind einfach aufgelistet. There's no grouping of themes. Also keine thematische Sortierung. And then we get sentence sayings from other wise people.
Und dann gibt es immer wieder Weisheitswörter von anderen weisen Menschen. And then 25 to 29, they are more of Solomon's wisdom sayings that Hezekiah collected and added to this. Kapitel 25 bis 29 sind mehr Sprüche Salomos, die aber unter der Regierungszeit von Hesekia zusammengestellt wurden und dann dazugefügt wurden. And these are a little more in themes, they are grouped more in Die sind mehr topics. thematisch gruppiert. And then we have the sayings of Agur. Dann Kapitel 30, das sind die Sprüche Agurs. We don't know who he is, Wir sind nicht ganz sicher, wer er wirklich war, but his sayings were considered important enough to include. aber seine Sprichwörter wurden für wichtig genug empfunden, um hiermit inkludiert zu werden. And it seems Lemuel was a king, and these were the sayings of his mother. Und dann 31, Lemuel war anscheinend ein König und das waren die Sprüche seiner Mutter. And it finishes with an acrostic poem of this amazing woman. Und Kapitel 31 ist ein akrostisches Gedicht über diese fantastische Frau. An acrostic is where the first letter of every line it has some pattern. Ein akrostisches Gedicht ist, das bedeutet, dass der erste Buchstabe in jeder Zeile, da ist eine Struktur drin. Das, ja. And the pattern is 22 verses. It goes through the Hebrew alphabet like A, B, C, D. You know. Und dort haben sie als Struktur das hebräische Alphabet genommen. Also der erste Buchstabe der ersten Zeile ist A und dann geht es weiter, zweite Zeile B, C, D und so weiter, auf Hebräisch nur. And this woman at the end of Proverbs is an amazing woman. Und diese Frau, die da am Ende der Sprüche beschrieben wird, ist eine besondere Frau. She's the perfect wife and a perfect mother. Die perfekte Ehefrau und die perfekte Mutter. And she also happens to be a businesswoman. Und sie ist auch noch eine gute Geschäftsfrau. She seems to have a business in real estate as well as shipping. Es sieht so aus, als ob sie Geschäfte macht mit Grundstücken und auch Versandhandel. So, ladies, if you want to know how to feel really bad, compare yourself with her. Also, wenn ihr euch mal so richtig unter Selbstverdammnis bringen wollt, ihr Frauen, dann müsst ihr euch nur mit ihr vergleichen. I don't actually think that is the purpose of this poem, and I'll tell you what I think it is in a few moments. Ich glaube auch nicht, dass das der Sinn dieses Gedichts ist, sondern was anderes, das sage ich euch dann. But just to say that the first 9 wisdom poems in Proverbs, they're marvellously positioned because they are setting you up to benefit from what follows. Aber ich finde es fantastisch, wie diese ersten 9 Weisheitsgedichte, mit denen Sprüche losgeht, wie sie einen vorbereiten auf das, was danach kommt. And as you read them, there's certain emphasis that comes out from these poems. Und wenn man sie liest, dann merkt man, dass da bestimmte Schwerpunkte sind. And that is very simply that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. We have that at the beginning and at the end of these 9 poems. Das wird am Anfang und am Ende dieser 9 Gedichte erwähnt. They're like bookends that hold everything up. Das ist wie Bücherständer, die den Rest zusammenhalten. But one of the emphasis is that you have to have a humble heart to be willing to receive advice and counsel. Aber ein anderer Schwerpunkt ist, dass man einfach ein demütiges Herz braucht, was bereit ist, auch Rat anzunehmen, Ratschläge. The proud person will never receive that. Will never receive Eine wisdom. Person, die stolz ist, die wird diese ganzen Ratschläge nicht annehmen. And as part of receiving wisdom, you have to be willing for discipline. Und ein Teil der Weisheit ist auch die Bereitschaft, da diszipliniert dran zu gehen. Discipline in the sense of correction. Also nicht Disziplin als Korrektur anzunehmen. And chapter 2 makes it really clear that
unless we have an earnest desire for wisdom, then we will not press in and we will not get it. Und Kapitel 2 sagt, wenn wir nicht wirklich ernsthaft und leidenschaftlich da dran gehen, dann werden wir es nicht bekommen. So, what is a proverb? Was ist ein Sprichwort? A proverb is simply an observation of life expressed in a memorable way. Ein Sprichwort ist meistens eine Beobachtung aus dem echten Leben, die zusammengestellt und ausgedrückt wird, sodass man sich gut merken kann. An apple will not fall far from the tree. It's pictorial and it's memorable. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist ein Bild und das kann man sich gut merken. Too many cooks spoil the broth. You can have a great picture of what that means. Viele Köche verderben den Brei. Das kann man sich schön bildlich vorstellen. And often they're lessons learned through experience that are captured in a memorable saying. Und das sind meistens Lektionen, die jemand aus dem echten Leben gelernt hat und die dann einfach gut ausgedrückt werden. Now, this is covered over in translation. Covered over. This is. Oh, okay. Yeah, we can't see this because of translation. Dadurch, dass wir nicht im hebräischen Originaltext, Urtext hier lesen, sieht man das in unserer Bibelübersetzung nicht, was da noch drin steckt. But in the Hebrew, proverbs are usually made up of 6 words. Im Hebräischen ist ein Sprichwort meistens 6 Worte lang. And it really has a meter, not a rhyme, but a meter. Und da ist auch ein Meter drin, also ein Rhythmus. Where you get 3 words followed by 3 words. Dass es meistens 3 Worte kommen und dann nochmal 3. The best we have in English is spare the rod, spoil the child. Das beste Sprichwort, was auf Englisch da ein bisschen funktioniert ist, und das funktioniert auf Deutsch jetzt auch nicht, wenn du die Route nicht benutzt, dann wirst du das Kind verderben, aber der Rhythmus fehlt. Also es ist da, 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 da. Das ist das, was wichtig ist. And you see that each line begins with the S and there's a kind of a connection. Und auch, wie ihr seht, die Anfangsbuchstaben fangen mit S immer an, oder a stitch in time saves 9. Fällt euch auf Deutsch was ein? Was so ein Sprichwort? But as I say, that's just information. It doesn't help us because of course we don't see that with the weil in den Übersetzungen kommt das nicht raus, was im Hebräischen da drin steckt. Now, just a few comments about how to interpret proverbs. Ein paar Anmerkungen, wie man die Sprüche interpretieren kann. Because if you don't consider this, you can do strange things with this book. Und wenn du da nicht drauf aufpasst oder dir das nicht klar machst, dann kommen da ein paar sehr merkwürdige Sachen raus, wenn man das dann wörtlich würde anwenden. We need to remember that that Proverbs is a bit like dehydrated soup. Die Sprüche sind so ein bisschen wie Instant-Suppe. You have these packets of powder. Also I'm du sure hast you da have so them. ein kleines Tütchen und da ist ein Pulver drin. And you boil the kettle. Und dann kochst du das Wasser. Open it, put it in your cup and the water, stir it up. Du leerst den Inhalt von dem Säckchen in die Tasse und tust Wasser dazu und rührst um. And then you drink it thinking you have soup. Und dann trinkt man das und kann sich einreden, dass man eine echte Suppe gerade genießt. The point is, the powder it's soup that has been brought down to its very minimum. Der Punkt hier ist, das Pulver, das ist die Suppe in konzentriertester Form. And really, Proverbs are like that because they're issues of life that have been brought down just to a few words. Sprüche ist genauso, denn ein Sprichwort, das sind Dinge des Lebens, die auf das absolute Minimum konzentriert werden. And they find their place, they find their place as they're applied into life situations. Und eigentlich
haben Sprichwörter ihren Platz, wenn man sie auf echte Situationen im eigenen Leben anwendet. So, have you guys read Proverbs yet? Habt ihr Sprüche schon gelesen? Just like all in one go. Einmal durchgelesen? You know, you have to do that in a school like this. Ich weiß, das müsst ihr so machen in der Schule. But it is a little bit difficult, isn't it? Es ist ein Because bisschen it just keeps going. schwergängig, oder? Es geht einfach weiter, weiter, weiter. And the reason is they're designed to be reflected on, not just read quickly. Und der Grund, warum das so ein bisschen holperig war, ist, dass man eigentlich über jedem Sprichwort wirklich reflektieren und meditieren sollte und nicht nur einfach alle nacheinander lesen. The Proverbs are often parabolic or little stories which have a meaning far beyond just that story. Also diese Sprüche oder Sprichwörter haben auch parabelähnlichen Charakter, der weit über das, was in den eigentlichen Worten drin ist, hinausgeht. Chapter 21, verse 22. Zum Beispiel Kapitel 21, Vers 22. One wise person went up against a city of warriors and brought down the stronghold in which they trusted. Ein Weiser ersteigt die Stadt der Starken und stürzt ihre Macht, auf die sie sich verlässt. Now this is almost like a mini story. Das ist eigentlich, da steckt eine ganze Geschichte drin. And what it is talking about, of course, is that the thoughtfulness and wisdom can overcome physical might. Und was da drin steckt, ist, dass ein weiser Gedanke oder eine Idee, wenn die sich erstmal durchsetzt, kann sie sogar militärische Kraft und Macht überwinden. In other words, it's making a comment of life that is far bigger and far beyond just what you see there. Also das heißt, dass hier das Leben kommentiert wird und es geht viel weiter als nur was da steht. The Proverbs, we need to remember, are designed to be memorable, not necessarily technically correct. Sprichwörter sind hauptsächlich designt, dass man sie sich gut merken kann und nicht unbedingt, dass sie technisch akkurat sind. We read in 14 verse 11, Zum Beispiel Kapitel 14, Vers 11. the house of the wicked is destroyed, but the tent of the upright flourishes. Das Haus der Gottlosen wird vertilgt, aber die Hütte der Frommen wird grünen. Now that's not trying to say that wicked people have houses and righteous people only have tents. Okay, also im Englischen steht da das Zelt Oh, der what does Frommen. it say? The hut. The hut. Okay, yeah. You know, wicked people have houses and, you know, righteous people only get huts. Das heißt nicht, faktisch gesehen, alle bösen Leute haben große Häuser und alle Frommen müssen in Zelten wohnen. It's worded to be memorable. That's the whole point of Proverbs. Der Autor hat versucht, Worte zu wählen, die man sich gut merken kann. Proverbs, they do reflect ancient culture. Und diese Sprichwörter reflektieren einfach die Kultur der damaligen Epoche. And we should expect that because they were written 3,000 years ago. Das sollte uns nicht überraschen, denn sie sind vor 3000 Jahren geschrieben worden. And so we do need to, at times, make a sensible transition into something more modern. Müssen wir manchmal einfach da bestimmte Wörter wie übertragen ins heutige Leben. At different times in Proverbs speaks about a king and the way a king acts or reacts. Oft wird ein König erwähnt, wie ein König sich verhält oder reagiert. Eugene Peterson, in his English paraphrase, uses the word leader rather than the word king. Und Eugene Peterson in seiner modernen Bibelübersetzung benutzt das Wort Leiter anstatt König And because oder Herrscher. Because today we don't relate to kings very well. Weil wir heute nicht so gut wissen, wie mit Königen umzugehen ist. It is possible to miss the effectiveness of these, but if you put the word leader, you can see that there's actually great wisdom for leadership. Also wenn man das Wort König mit Leiter ersetzt, dann merkt man, wow, da stehen ja viele Sachen drin, die für Leiterschaft sehr wichtig sind.
these, because of ancient culture and the patriarchal system, this wisdom is aimed at a young man. Und einfach weil diese Literatur in einer patriarchischen Kultur entstanden ist weil die Zielgruppe hauptsächlich junge Männer. And therefore, in these early chapters, it talks about the loose woman, the seductive woman. Und deshalb, weil es sich an junge Männer richtet, wird in den ersten Kapiteln geht es oft um die verführerische Frau, die eine Gefahr darstellt. But as we read it today, we could understand that exactly the same principles would apply for the predatory male, or the man that's out to entice a young woman. Aber heute kann man das als Frau auch lesen, dass man das anstatt genau umdreht, dass es hier auch um einen Mann sich handelt, der einfach nichts anderes will, als mit dir ins Bett gehen. Also, dass man die Rollen auswechselt. Now, all these things can help us just to engage well with this particular genre. Und diese Hinweise sollen euch einfach helfen, dass ihr da wirklich mit in Kontakt treten könnt mit dieser Literaturart. One of the most important things is to recognize that proverbs are not promises, they're proverbs. Wichtig ist auch zu wissen, dass Sprichwörter sind keine Verheißungen, sie sind einfach Sprichwörter. When we have proverbs today, we know that too many cooks spoil the broth is not a promise, it's a statement about life that help bring wisdom. Also wenn wir moderne Sprichwörter haben, wie zum Beispiel viele Köche verderben den Brei, dann ist das keine Garantie dafür, dass ein einzelner Koch jedes Mal einen tollen Brei macht, sondern es ist einfach, soll Anleitung sein. And we also know that too many cooks spoil the broth, but also many hands make work easy. Man kann genauso sagen, eben zu viele Köche verderben den Brei, aber viele Hände machen die Arbeit kurz. In other words, you have proverbs that contradict one another. Also kann es gut sein, dass es Sprichwörter gibt, die sich gegenseitig widersprechen. And both are true. Und beide sind trotzdem wahr. In chapter 26 of Proverbs, Kapitel 26, verse 4, Vers 4. do not answer fools according to their folly, or you will be fooled yourself. Antworte dem Toren nicht nach seiner Torheit, dass du ihm nicht gleich wirst. And then the next verse, answer fools according to their folly, and they will be wise in their own eyes. Gerade der nächste Vers sagt das Gegenteil, antworte aber dem Toren nach seiner Torheit, dass er sich nicht weise dünke. In other words, you have two proverbs that contradict one another. Also hier gibt es zwei Sprichwörter, die sich widersprechen. And if you understand the nature of the literature, that's not a problem. Und wenn du die Art, was für eine Art Literatur das ist, verstehst, dann ist das kein Problem für dich. Because proverbs are not promises, they're not statements of absolute. What they are wisdom for living in different situations. Also, weil Sprichwörter sind keine Verheißungen von Gott und da geht es nicht um absolute Fakten, sondern einfach Ratschläge, wie man gut leben kann. Now, one of the most well-known we may have to consider in this is chapter 22, verse 6. 22, Vers 6. Train children in the right way, and when they're old, they will not go astray. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. And this is a statement about life that is often true. Es sind einfach Aussagen über, wie das Leben funktioniert, und die sind oft wahr. But we know that it's not always true. Aber wir wissen auch, dass es nicht immer so kommt. We wish it was always true, but Es it's wäre not. toll, wenn es jedes Mal so funktioniert wie in diesem Vers. And people have tried to hold this up at God and say, you've said this, God, you've got to do it. You know, you've got to do something with my
awful son. Enttäuschte Eltern haben diesen Vers auch Gott schon vorgehalten und gesagt, du hast doch hier versprochen und jetzt ist das nicht so gekommen. And that is misunderstanding